Ja, servus und willkommen zur Einzeltherapie. Hier heute auf meinem Kanal werden wir Dinge ausprobieren. Heute habe ich mir gedacht, wir schauen uns mal an Bierbrauen. Ich habe mir zum Geburtstag gewünscht und bekommen das Bierbrauset. Und zwar von Braufessle. Das werden wir heute mal ausprobieren. Einfach mal selber Bier brauen und schauen, was passiert. Ich hoffe, wir haben Spaß und am Ende ein gutes Bier. Bevor wir anfangen, müssen wir natürlich schauen, was ist eigentlich alles da drinnen. So. So. Da hätten wir ein Fass, eine Anleitung, Malzextrakt, Hefe, Hopfen und Druckventil und etwas zum Aromatisieren. Das ging natürlich alles ein bisschen schnell. Hier das Ganze nochmal ein bisschen im Detail und aus der Nähe. Da wäre die Verpackung, das 5-Liter-Fass, Ventil, Maisextrakt, Hopfen, Bierhefe, Eichenholz und die Anleitung. So, dann geht es jetzt langsam an das Eingemachte. Erster Blick ist natürlich in die Anleitung. Die ist halt auch schön gestaltet. Da haben wir zum Beispiel auch mal die ganzen Ingredienzen nochmal gelistet und wie das Ganze funktioniert. So, der erste Schritt, der hier steht, ist: entfernen Sie den transparenten Deckel auf dem Fass. Dann tun wir das mal. Es steht auch da, wir sollen den Deckel aufheben, weil es könnte sein, dass wir den nochmal brauchen. So. Füllen Sie das Malzextrakt aus dem Beutel in das Fass. Achten Sie darauf, dass nicht so viel im Beutel verbleibt. So, da fällt mir noch was Wichtiges ein, bevor wir natürlich anfangen, Bier zu brauen und sowas, sollte man natürlich in passender Ausstattung da sein. Deswegen das nächste Geburtstagsgeschenk, schon ein bisschen länger her als solches, aber ich denke mal, das ist jetzt der passende Moment für die Bierbrauschürze. So. Nicht gesponsert von HB, aber egal. Okay, wir haben hier dieses Malzextrakt, das sollen wir halt einfüllen. So. Dann tun wir dieses mal. Ich hoffe mal, die Öffnung ist gut und ich klecke nicht zu sehr. Aber ich sehe jetzt schon, das wird spannend werden. So, versuchen wir mal, ob ich den hier einsetzen kann. Wahrscheinlich wird es schwierig werden, aber versuchen wir mal unser Glück. Viel hier, das ist ja, ja, das haben wir noch ein bisschen gekleckert. So. In der Anleitung habe ich hier gelesen, weil, wie gesagt, hilft manchmal die Anleitung zu lesen. Man soll dafür sorgen, dass das oben nicht zu süffig wird. Deswegen schnappen wir uns mal kurz einen Lappen. So. Das heißt, das Malz ist drin. Der nächste Schritt: man soll einen Maßbecher nehmen, 400 Liter kaltes Wasser und 1 Liter warmes Wasser. So, ich bin ein Freund, der immer ganz genau macht. Deswegen mein bester Freund, die Waage. Ich traue diesen lustigen Messbecher einfach nicht und deswegen lieber mit der Waage. Das habe ich auch gelernt beim Thema Brotbacken. Typische Corona-Experimente, was macht man? Man backt Brot. Da habe ich auch gelernt, es ist immer besser, das Wasser abzubiegen, wenn man es genauer haben möchte. So, 400 Milliliter. Der beste Freund für zittrige Hände, der Trichter. So, während das da einläuft, können wir uns das kochende Wasser kümmern. Die Freunde von Bierbraufest sind auch sehr super und wichtig auf eure Sicherheit. Deswegen auf Handle Care. Kochendes Wasser vorsichtig handhaben. So. Deswegen machen wir erstmal hier einen halben Liter als solches. Und während der da reintröpfelt, so, jetzt nochmal einen halben Liter. Und dann geben wir die Action. Weil dann werden wir uns ein klein bisschen sportlich tätigen müssen. So. Jetzt haben wir drin 1 Liter kochendes Wasser, 400 Milliliter kaltes Wasser. Und jetzt kommt nämlich der Pfropfen vom Anfang wieder dazu. Den draufsetzen und das kennt ja alle dann jetzt von der lustigen Party, wie man Cocktails macht. So, man soll das Ganze dann gut schütteln. Wie steht es hier drin? Setzen Öffnung des Fasses, das Fass etwa 30 Sekunden lang schütteln lassen. Naja, mal gucken. So. Passt aber auf, heißes Wasser schütteln ist immer ganz blöd, weil das baut Druck auf und übrigens nicht vergessen, das Fass wird auch heiß. weil heißes Wasser drin. Schon das erste gelernt, vielleicht Topflappen nehmen.
So, aber so bildungsfähig sind wir dann doch noch nicht. Oh, kräftig geschüttelt. Schon aber. Ja, eine kleine Runde geht noch. Ein bisschen kräftiger schütteln. So. Geschüttelt. Jetzt kannst du mit dem kalten Wasser auffüllen. 2,8 Liter steht da. Dann machen wir das Ganze mal. Das heißt, den tropfen wir ab. Wir messen die wieder halt ab, weil ich bin halt zu faul und ungenau. Wenn nicht, lassen wir noch mal kurz einen Moment einsacken. Da können wir schon Platz schaffen, während der Schaum da sich noch ein bisschen einsackt. Können wir schon was nächstes zu tun ist. Die Zweige haben wir aufgefüllt, dann Hefe dazugeben, den Hopfen dazugeben, den haben wir hier. Das Fass ist jetzt nur noch lauwarm. Ja, ein kleiner Schluck ist noch. Wie gesagt, die Krone sieht schon mal aus wie Bier. Ist aber jetzt eher durch das Schütteln und Einfüllen, denke ich mal. Boah, jetzt kriege ich langsam Durst. Aber wir müssen noch ein bisschen uns gedulden. Und zwar, das Ganze soll 5 Tage mindestens gären. An einem Platz, 25 Grad ungefähr. Dann sollte man erst vielleicht noch mal so 2 Tage aufrecht in den Kühlschrank stellen. Und nach 7 Tagen, was ja schon biblischen Ausmaß annimmt, soll es soweit fertig sein. So. So, während wir das haben wir den Hopfen als solches. Den werden wir gleich mal einfüllen. Genau, mal gucken, ob wir den hier gut reinkriegen. Oh. Das war der Hopfen. Und das Wichtigste, nicht vergessen, die Bierhefe. Weil sonst wird es nur Malzbier. So, okay. Dann werden wir hier mal die schicke Bierhefe einführen. Ja. Sieht aus wie ganz normale Trockenhefe. Noch ein bisschen was ist. 4 Gramm sind es übrigens, ein bisschen weniger als wie man so Buchenfang braucht. So, während der jetzt Hefe da unten runter sinkt hier. Ah, siehst du, geht auch. Vielleicht doch nochmal einen Schluck Wasser nachfüllen, den wir noch drin haben. So, was sollen wir als nächstes tun? Verschließe die Öffnung des Fasses mit dem mitgelieferten Druckventil. Dieses hier, schicke Blau. Was hier so einen lustigen Federzug hat. Als solches. Achte mal darauf, dass das Innere des Ventils mit dem roten Stift nicht in das Fass gedrückt ist. Also es soll hier nicht nach unten gedrückt sein. So. Weil hier ist ein Federmechanismus drin, dann gärt das Ganze, es steht Gas und dann soll sich das ja bewegen können. Soweit der Plan. So. Das heißt, aber irgendwie bin ich immer noch sehr unzufrieden, dass das ganze Hefe hier oben auf dem Schaum liegt. Naja, ich denke mal, wir drücken den nochmal hier rein. So. Ist drinnen. Nutzen die Gelegenheit, das vielleicht nochmal. Aber ich denke mal, es kann nicht schaden, das Ganze nochmal ein bisschen durchzurühren. Würde ja alles super laufen, wenn man nicht irgendwelche Fehler macht. Müssen wir sehen, ob wir das Druckventil nochmal rauskriegen. Ja, Druckventil nochmal raus, weil wir haben was vergessen. Und zwar geröstetes Eichenholz für das Aroma. So. Die Frage ist, wie kriegen wir das durch die kleine Öffnung da? Steht dazu was dabei? Bollwerkschlauch geschlossen in das Fass geben, die Herstellung von Lebensmitteln. Ja, wie soll ich diesen ganzen Schlauch da reinkriegen? Durch diese kleine Öffnung. Ihr seid lustig. So. Also, aromatisieren wir das Ganze mit geräuchertem Eichenholz. Oh. Ha! Drinnen. So. Vielleicht doch nochmal den letzten Schluck Wasser hier mit rein. So. Der Plan, das ganze Wasser reinzukriegen, hat dann noch funktioniert. So. Jetzt nochmal. So, das ist drauf. Den Dreck hier oben ein bisschen sauber wischen, kann nicht schaden. So, als solches. So, damit ist dann fast fertig. Und jetzt heißt es warten. 5 Tage warten, fast stehen lassen, sein Hefeding machen und dann schauen wir mal. Dann kommt das Ganze nochmal 2 Tage im Kühlschrank und dann können wir es verkosten. Ihr habt den großen Vorteil, ihr braucht nur weiter schauen. Ich muss jetzt warten. So, die 5 Tage Gärung sind jetzt hinter uns.
als solches, wenn man einen Blick in die Anleitung wirft, heißt es dann, den Freund soll man für mindestens 2 Tage in den Kühlschrank stellen. Es ist die Rede davon, dass im Kühlschrank dann das Bier klart. Es soll aber naturtrüb bleiben, weil wird ja nicht gefiltert. Und es heißt, das Bier soll im Kühlschrank mehrere Wochen ungeöffnet haltbar sein. Ob wir das so lange im Kühlschrank halten oder nicht, das werden wir sehen. Aber erstmal stellen wir das Bier nach den guten 5 Tagen Gärung in den Kühlschrank. So, damit ist das Bier jetzt im Kühlschrank und Verkostung habt ihr gleich. Ich muss mich jetzt noch gedulden. Nun sind wir eigentlich auch beim letzten Part angekommen zum Thema Bierbrauen. Ihr habt das natürlich innerhalb von Minuten gesehen. Ich muss mich ein paar Tage gedulden, um genau zu sein. Ein bisschen länger als man eigentlich muss. Aber ich dachte mal, kann dem Bier nicht schaden. So, das Bier, um was es geht, das wohnt aktuell noch im Kühlschrank. Das holen wir uns gleich mal. Hier ist das Produkt unserer kreativen Arbeit. Ich habe mal so ein extra schönes Podest gemacht. So, jetzt kommen wir zum wichtigsten Schritt vom Beer Making Kit, und zwar die Verkostung. So, müssen wir irgendwas noch tun oder müssen wir es einfach nur noch trinken? Ich glaube, das ist relativ einfach. Prost. So, also als erstes geht es halt darum, hier ein bisschen den Druck abzulassen. Dann soll man das Ganze hochziehen und um 90 Grad drehen. So, das haben wir auch getan. Um 90 Grad gedreht, damit oben von oben Luft rein kann. So, dann haben wir den schicken Zapfhahn, den wir ja auch öffnen müssen. Ich hoffe mal, die Sauerei wird nicht zu groß. So, da haben wir unseren Zapfhahn. Die Frage ist das weit genug? Ich denke mal ja, weil weiter will nicht. So, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Die Verkostung. Die Frage ist, wie funktioniert das? Aha, drehen. Da läuft es. Es sieht aus wie Bier. Oh. Ein schönes Exemplar eines naturtrüben Bieres. Riecht auch wie Bier. Vielleicht ein bisschen hefig. Aber dann kommen wir zum Allerwichtigsten, warum wir das Ganze überhaupt gemacht haben, zum Thema Bier trinken. Ja, lässt sich auf alle Fälle trinken, kalt, frisch aus, Kühlschrank, ist super. Ein bisschen hopfig, aber nicht sehr sehr. Ja, lässt sich gut trinken, schönes Festbier, was wir hier zusammen gebraut haben, beziehungsweise eigentlich haben wir ja nur die fertigen Teile zusammengeschüttet und das stehen lassen. Aber trotzdem ist das ein netter Spaß, den man sich mal ruhig gönnen kann für eine kleine Party, einmaliges Bier. Und so schwer und anspruchsvoll ist es jetzt auch nicht, dass das wohl jeder hinbekommen kann. Also ich kann es empfehlen, mal auszuprobieren. Da gibt es doch genug andere Biersorten außer das Festbier. Das war aber erstmal super. Ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich andere Dinge ausprobiere, schreibt es mir rein in die Kommentare. Wir probieren und testen aus. Vielleicht gehen wir auch mal das Projekt an. Richtig selbst Bier brauen. From the scratch. Das wäre auch schön. Wenn ihr das sehen wollt, wir probieren das aus. Schreibt es mal rein in die Kommentare. So, das soll es jetzt von mir auch gewesen sein. Ich bin Mac Burago. Ich trinke hier noch weiter mein Bier und sage Servus und Ade.